In der Taiga des russischen Fernen Ostens beginnt die Übergangszeit. Der dicke Schnee schmilzt allmählich und bildet glitzernde Pfützen, in denen sich die dunklen Kiefernwälder spiegeln. Die hohen Baumstämme warfen Schatten auf den feuchten Boden, wo sich die kühle Luft und der Duft von Kiefernharz mit der schläfrigen Frühlingsbrise vermischten. Iwan Petrov, ein pensionierter Förster, lebt allein in einem alten Holzhaus am Rande des riesigen Sichote-Alin-Waldes. Jeden Montagmorgen fuhr er noch immer mit seinem alten Jeep über 30 Kilometer in die Stadt, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen. Die kurvenreiche Straße verlief zwischen zwei Ufern eines Baches, der gerade aufgetaut war. Das Wasser gurgelte unter einer dünnen Schicht aus zerbrochenem Eis, das im schwachen Sonnenlicht glitzerte. Sein Atem verwandelte sich in einen dünnen Nebel, der an der Windschutzscheibe klebte. Aus dem Radio spielten alte, verstimmte Lieder, die an eine ferne Jugend erinnerten. Iwans Leben war einfach und ruhig wie der Wald, nur das Knistern des Brennholzes im Ofen und das Rascheln des Windes durch die Dachtraufe waren jeden Nachmittag zu hören. In seiner dicken Manteltasche trug er stets eine alte Filmkamera bei sich, eine treue Begleiterin aus seiner Zeit als Grenzpatrouille. Am blassen grauen Himmel schwebt ein Schwarm schwarzer Krähen, als würden sie die letzten Zeilen des vergangenen Winters schreiben. Er erinnert sich an die Jahre, in denen er inmitten heftiger Schneestürme Wilderer jagte und Bären, Luchse und sogar Amurtiger rettete. Dieser Wald ist rau, aber schön. Wer sich vor ihm verneigt, wird beschützt, wer arrogant ist, wird von Schnee und Eis bestraft. An diesem Morgen, als ein dünner Nebel die Berghänge bedeckte und der Schnee in den grasbewachsenen Gräben schmolz, erwartete ihn eine Überraschung. Als er das Lenkrad um eine gewundene Kurve drehte, erhaschte Iwan einen Blick auf eine kleine Gestalt, die still am Rand der verschneiten Straße stand. Er trat auf die Bremse, die Räder rutschten und hinterließen zwei schwarze Streifen auf dem schmelzenden Eis, Dampf stieg wie Rauch auf. Vor dem Auto zitterte ein kleines Wesen von der Größe eines Welpen, dessen orange-schwarzes Fell durchnässt war im kalten Wind. Iwan kniff die Augen zusammen und sein Herz hämmerte, als er erkannte, dass es ein junger Amurtiger war, nass und kalt und verloren im Frühlingswald, der noch immer Schnee atmete. Er stürzte nicht aus dem Auto, sein Instinkt als ehemaliger Förster sagte ihm, er solle auf jedes Anzeichen der Tigerin warten. Man hörte nur das Pfeifen des Windes in den Kiefern und das stetige Geräusch von Wasser, das von den Ästen auf den weichen, schlammigen Boden tropfte, kein einziges Brüllen. Das Tigerjunge humpelte vorwärts, ein Vorderbein war angewinkelt, es atmete schwer und seine Augen waren vor Hunger und Angst wässrig. 10 Minuten vergingen, von ihrer Mutter fehlte jede Spur, nur die Kälte und der stechende Geruch von Kiefern lag in der Luft. Iwan senkte seine Brille und rief leise, seine Stimme tief und warm. Das Tigerjunge blickte auf und in seinen bernsteinfarbenen Augen spiegelte sich das alte, aber freundliche Gesicht wider. Er öffnete die Autotür, stieg langsam aus und streckte ihm die Hand zum Riechen hin. Der Geruch von warmer Wolle und Küchenrauch schien es zu beruhigen. Das Tigerjunge wimmerte leise, legte seinen Kopf auf seine Hand und zitterte, als der Wind aus dem Tal durchwehte und ihm der Schnee auf die Stirn tropfte. Als Iwan das struppige Fell und die geschwollenen Beine sah, wusste er, dass es nach vielen Tagen des Hungers und der Kälte erschöpft war. Er ging zurück zum Auto, öffnete den Kofferraum, holte die Platte mit Rindfleisch heraus, die er gerade auf dem Markt gekauft hatte, und riss sie in kleine Stücke, damit sie leichter heruntergeschluckt werden konnte. Als das erste Stück die Zunge des Tigerjungen berührte, verschlang es. Das Kaugeräusch hallte leise zwischen dem feuchten Waldboden und dem Atem des schmelzenden Schnees wider. Iwan lächelte mit erstickter Stimme. Heute werde ich wieder Ihr Förster sein. Während es fraß, nahm er einen geraden Ast und fertigte aus einem alten Stück Seil eine provisorische Schiene für sein gebrochenes Bein an. Er kniete nieder und nahm vorsichtig seine Position ein. Unter der Krempe seiner Wollmütze perlte der Schweiß, aus Angst, ihm noch mehr Schmerzen zuzufügen. Das Tigerjunge stöhnte nur leise und ließ ihm nicht aus den Augen, als vertraue es instinktiv dem menschlichen Atem in dem kalten Wald, der gerade wieder zum Leben erwachte.
Als er einige Kratzer auf seinem Bauch sah, vermutete er, dass es beim letzten Schneesturm beim Herunterrutschen den felsigen Hang hinuntergestürzt war. »Du suchst bestimmt deine Mutter«, sagte er leise, »der Sturm hat deinen Geruch weggespült.« Es wurde dunkel und der Nebel war dicht, also beschloss Iwan, es mit nach Hause zu nehmen, um es warm zu halten und sich darum zu kümmern. Er wickelte es in einen Schal, legte es auf den Rücksitz, zog einen dicken Mantel an und startete das Auto. Der Jeep rumpelte über den tauenden Bach, seine Scheinwerfer warfen einen langen gelben Streifen über das silbrige Wasser. Das Tigerjunge lag still da, keuchte gelegentlich und blickte aus dem beschlagenen Fenster, als suchte es im Wind nach der Witterung seiner Mutter. Wieder zu Hause zündete Iwan das Feuer an und die Wärme schmolz den Schnee von seinen Schuhen und seinem Schnurrbart. Er legte das Tigerjunge auf den Tisch, öffnete die alte Medikamentenbox und holte Watte, ein Antiseptikum und einen speziellen Aluminiumverband heraus. Während er die Wunde sorgfältig reinigte und versorgte, hörte er, wie das Herz wieder gleichmäßig schlug und der Atem leichter wurde. Das Tigerjunge döste mit angelegten Ohren ein und sein Körper entspannte sich im flackernden Feuerschein, der von der Holzwand reflektiert wurde. Iwan brachte es in den Eisenkäfig in der Ecke des Hauses, stellte eine Schüssel mit warmem Wasser und ein kleines Stück Fleisch hinein und deckte es mit einer Decke zu, damit es warm blieb. In dieser Nacht saß er da, beobachtete das Feuer und lauschte dem Knistern des Holzes. Sein Herz war erfüllt von dem Gefühl, dass er noch immer zu diesem Wald gehörte. Am nächsten Morgen war die Sonne hinter den Wolken schwach, Iwan rief die Lazowski-Ranger-Station an. 2 junge Ranger, Sergei und Anton, fuhren mit einem Pickup über die schlammige, verschneite Straße zu seinem Haus. Als sie das Tigerjunge brav im Käfig liegen sahen, blickten sie Iwan mit Respekt und Emotionen an. »Die goldene Hand der Tiger hat sich noch nicht zur Ruhe gesetzt«, scherzte Sergei. Iwan lächelte nur und winkte mit der Hand, um zu sagen, dass es noch Arbeit zu tun gab. Sie überprüften den Chip unter der Haut und bestätigten, dass er zu einem Rudel weiblicher Tiger in der Nähe des großen Bolscho-Ussurisk-Sees gehörte. Der Plan besteht darin, das Junge zum Röntgen und zur Rehabilitation in das Ussurisk-Forstveterinärzentrum zu bringen. Iwan streichelte ihm ein letztes Mal über den Kopf und flüsterte, »Sei stark, Kind des Waldes.« Das Tigerjunge leckte sanft seine Hand und seine klaren Augen drückten ein unausgesprochenes Dankeschön aus. Das Auto startete und verließ den Hof. Dabei hinterließ es nasse Reifenspuren, die das blasse Frühlingslicht reflektierten. Iwan stand da und sah zu, sein Herz war warm und leer zugleich, als hätte der Wald ihm gerade ein Stück seines Herzens genommen. In den folgenden Tagen kümmerten sich die Ärzte Elena Sokolowa und Dmitri Orlov im Zentrum sorgfältig um ihn. Röntgenaufnahmen zeigten, dass der Bruch nicht verschoben war, also wechselten sie die Schiene und verschrieben Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente. Es wurde in einen warmen Käfig mit trockenem Stroh gesetzt, das Infrarotlicht war sanft eingeschaltet, es atmete gleichmäßig und seine Beine zuckten leicht, wenn es träumte. Anfangs war es misstrauisch, aber nach ein paar Tagen lernte es, mit dem Schwanz zu wedeln, wenn Sergei frisches Fleisch brachte. Es biss gern in Antons Pelzmütze und lag dann mit halb geschlossenen Augen auf dem Boden und lauschte dem Geräusch des schmelzenden Schnees vor dem Fenster. Immer wenn Iwan zu Besuch kam, spitzte es sofort die Ohren, rannte zu den Gitterstäben und knurrte vor Freude. Er brachte Hühnereier und Hackfleisch und erzählte ihnen beim Füttern Geschichten über den Wald, als würde er mit einem alten Freund sprechen. 2 Wochen später zeigten die Testergebnisse, dass der Knochen gut verheilt war. Er begann, auf dem sonnendurchfluteten Flur zu gehen. Die ersten Schritte waren wackelig, dann wurde es allmählich sicherer, es fiel, stand dann wieder auf und atmete schwer, als würde es lachen. In der 4. Woche glänzte das Fell, der Körper nahm an Gewicht zu und ein Plan zur Freilassung in die Wildnis wurde genehmigt. An diesem Morgen schien die Sonne durch die Wolken, der Schnee schmolz zu Strömen und goldenes Licht ergoss sich auf den ruhigen Ussuri-See. Das Spezialfahrzeug mit den Tigerjungen durchquerte den Wald. Iwan saß auf dem Beifahrersitz, sein Herz war schwer und leicht zugleich. Sie hielten am Schilfbett am See an, wo das Ortungssignal das Auftauchen der Tigermutter aufzeichnete. Als sich die Käfigtür öffnete, trat das Tigerjunge heraus.
Seine Pfoten berührten den weichen, nassen Schnee und sein Atem wirbelte dünnen, weißen Rauch auf. Es blickte zurück und stieß einen langen, dünnen Schrei aus, der über den tauenden See hallte. Aus der Ferne antwortete ein tiefes Brüllen, das die Echos tiefer Wälder und der Wiedergeburt des Frühlings in sich trug. Zwischen den Büschen erschien eine Tigerin breitschultrig, mit dichtem Fell und strahlenden Augen mit einem weiteren gesunden Jungen neben ihr. Sie stürmten beide nach vorne, berührten ihre Nasen und vergruben ihre Köpfe an der Brust ihrer Mutter. Die Wärme vermischte sich mit dem schmelzenden Schnee und Nebel. Die Tigermutter leckte den Kopf ihres Jungen und blickte mit ruhigem und dankbarem Blick zum Auto auf. Iwan holte tief Luft und flüsterte dem Wald zu, dass er ihm den zerbrechlichen Lebensfaden zurückgegeben hatte. Das Auto wandte sich vom See ab, die Räder schnitten durch die spiegelglatte Pfütze und reflektierten den klaren Himmel. Durch den Rückspiegel sah er, wie 3 Tiger hinter den Kiefern verschwanden, von denen der Spätschnee tropfte. Als er zum Holzhaus zurückkehrte, zündete er ein Feuer an. Blauer Rauch vermischte sich mit Morgennebel, und der Feuerschein tanzte auf der vertrauten Holzwand. Auf dem Tisch lag noch warm das Filmfoto des Tigerjungen in den Verbänden, seine Augen wie ein Versprechen der Rückkehr des Frühlings. Draußen schmilzt der Schnee weiter, das Wasser trägt das endlose Flüstern des Waldes und die Liebe erkaltet nie.